Smutensen, hey. Hier ist Mofan VR und ich bin im Firewall Ultra. Ich hatte, als ich die Gelegenheit hatte, nach dem Urlaub endlich mal in Firewall Ultra zu gucken, das war dann eine Woche nach Release, da hatten manche schon alle Anfangsschmerzen durchgemacht, ein zweistündiges Live-Video drüber gemacht, wo ich mir alles angeguckt habe. Aber ich weiß, manche von euch kriegen das immer gar nicht mit, wenn ich Live-Videos mache, deswegen wollte ich mal jetzt auch tatsächlich nach ein paar Tagen, wo ich das dann auch intensiver gespielt habe und vor allen Dingen mich heute hingesetzt habe und nochmal in Firewall Zero Hour auf der PlayStation VR 1 geschaut habe, mal so eine Momentaufnahme abgeben, was hier gerade los ist für alle, die sich dafür generell interessieren. Firewall Ultra ist ja jetzt der offizielle Nachfolger von Firewall Zero Hour und letzteres war halt auf der PSVR 1 einfach eine Legende, ja, einfach der Vorzeigeshooter mit ein paar kleinen Netzwerkproblemen, aber ansonsten war alles fresh. Fantastische Grafik, fantastisches Handling und auch dem Endcontroller auf den Leib geschneidert. Das waren alles Merkmale, die für wirklich, wirklich viel Spaß sorgten. Das kam Ende 2018 raus und es gab seitdem dann auch immer wieder neue Maps, neue Seasons. Wir hatten wirklich, ich glaube, mindestens 3 Jahre neuen Content. Ja. Insofern ziemlich fantastisch. Jetzt kommt der Nachfolger. Die Erwartungen sind natürlich hoch. Ich habe mir jetzt vieles angeguckt. In meiner ersten Runde, in der ich durchgegangen bin, war ich erstmal ein bisschen verblüfft, dass die Grafik auf der sagenumwobenen Unreal Engine 5 mich hier in Firewall gar nicht von den Socken haut. Versteht mich nicht falsch, technisch ist ja alles in Ordnung, ja, es ist für PlayStation VR 2 Verhältnisse alles gut aufgelöst und scharf, das passt, aber ich hätte jetzt ein bisschen advancedere Art hier drin vermutet. Tatsächlich, auch jetzt nochmal im direkten Vergleich, ist hier in Firewall Ultra kein einziges 3D-Modell irgendwie detaillierter oder advanceder vom Shading her als in seinem Vorgänger. Ganz im Gegenteil. Manchmal habe ich das Gefühl, dass hier noch weniger los ist, was so Shader angeht. Es sei denn, es ist ja auch ein bisschen subtiler, das kann schon sein. Ja, hier gibt es auch Reflection und so. Und das war irgendwie 2018 aber noch State of the Art und sah alles geil aus. Jetzt ist es einfach nur noch normal. Wir haben alle Demos und Sachen gesehen von der Unreal 5 Engine. Ich habe einfach ein bisschen mehr erwartet, ja. Dass es einfach ein bisschen mehr nach Global Illumination und sowas aussieht, dass die Belichtung interessanter ist, dass wir sowas wie diese eingebackenen Schatten hier nicht mehr haben. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich nochmal in die PlayStation VR 1 geschaut habe, ja, doch, das war da alles schon genauso, aber ist einen nicht so angesprungen. Vielleicht auch, weil wir halt einfach jetzt schärfere Auflösung haben und man viel mehr von den Details sehen kann. Ne? So ein paar Boots hier zum Beispiel, die standen auch schon im alten Teil rum und sahen dann ziemlich gut aus. Hier sieht man jetzt, dass die Texturen so okayisch sind, aber nicht so high-res. Das Unglückliche ist, wir haben jetzt aber auch schon PlayStation VR 2 Titel gehabt, wo jedes verdammte Detail total high-res ist und richtig gut aussieht. Natürlich teuren Titel wie Horizon, Call of the Mountain oder so, ja, wo einfach jedes Element unfassbar aussieht. Und vor allen Dingen, was mich ein bisschen irritiert hat, sind diese Schattengeschichten, ja. Das hier an den Rändern und hier unter diesem Griff zum Beispiel, aber auch an Waffen, die an der Wand hängen und so, halt diese in die Map eingebakten harten Schatten sind und die teilweise noch nicht mal mit einer besonders hohen Auflösung. Ja, da konnte man in einer Map draußen noch die Pixel sehen. Hier drinnen geht es jetzt eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, im direkten Vergleich muss ich jetzt sagen, ach, wisst ihr was, doch, das war schon in der alten Version so. Und da haben wir es gefeiert und jetzt ist es einfach nicht mehr gut genug. Ist aber auch eine Möglichkeit, ja. Finde ich auch valide. Ja. Es hätte jetzt hier auch ein bisschen netter aussehen können. Eine Geschichte, die auch ein bisschen problematisch ist. Wir haben jetzt Echtzeitlicht. Yay, hier. Und das ist auch toll, nur das ganze neue Firewall Ultra baut sich um diese Möglichkeit, dass man jemanden blenden kann und dass man leuchten muss drumherum. Ja, es gibt in den ganzen Maps jetzt, die sind alle super dunkel oder extrem nebelig, weil das dann halt toll ist, mit der Taschenlampe zu agieren. Das ist zwar eine nette Idee, finde ich, aber mir gefällt die gar nicht. Das ist vielleicht was Persönliches. Ich finde aber, sie hätten Firewall Ultra folgendermaßen machen können. Sämtliche alten Maps, die es auch schon vorher gab, im Vorgänger, und das waren wirklich tolle Maps, auch viele, die draußen stattfanden und toll aussahen. Und zusätzlich gibt es dann meinetwegen diese 8 Maps, die jetzt existieren, die alle dunkel sind und wo man mit einer Taschenlampe agieren muss.
Ich finde, das hätte sich überhaupt nicht widersprochen. Firewall ist schon immer super unflexibel gewesen. Seine ganze Lebenszeit lang hat es nur einen einzigen Spielmodus gehabt, nämlich diesen taktischen Gegeneinander. Aber diese kleine Geschichte hätte ich mir jetzt einfach gewünscht. Schon damit man nichts aufgeben muss, was man schon mal hatte in einem Vorgänger. Nämlich tagsüber bei fröhlichem Licht einfach andere Leute erschießen. Habe ich sehr, sehr gemocht. Das ist eine Geschichte, finde ich, die hätten sie problemlos und vor allen Dingen auch echt ohne viel Aufwand machen können. Sie hätten das Legacy-Modus oder sonst was nennen können und dann wären die Maps unter Umständen genauso geblieben, wie sie waren, was dann in der hohen Auflösung jetzt dann tatsächlich vielleicht gar nicht mehr so pompös aussieht, aber immer noch besser als von nahezu aller Konkurrenz, die es so gibt. Wobei Pavlov sieht wirklich mittlerweile auch sehr gut aus, aber Alvo, das jetzt diesen Monat rauskommt, halt bei weitem nicht. Ja. Sowas verstehe ich nicht. Das hätten sie machen können. Das wäre ein guter Fanservice gewesen und hätte einen auch ein bisschen drüber hinweggetröstet, dass jetzt erstmal mit dem neuen Dunkelmodus einfach nur 8 Karten da sind. Und keine davon macht so richtig Spaß. Wie gesagt, in den ganz dunklen Maps muss man die Lampe anmachen, damit man jemanden sehen kann, der einfach 3 Meter vor einem hockt. In dem Moment ist man aber ein Kugelschwamm und wird weggebombt, weil man selber total sichtbar ist. So, jetzt sagt ihr, tja, aber es gibt ja noch das Nachtsichtgerät und so. Ja, das gibt es. Aber ein weiteres Problem, das Firewall hat, ist, dass hier irgendwas auch noch nicht hinhaut. Denn man verdient zwar ein bisschen Geld mittlerweile und auch sehr, sehr langsam Level, aber Erweiterungen, wie zum Beispiel diese Nachtsichtgeräte, sind einfach unfassbar unerreichbar noch. Schaut euch das mal an hier. Dieser simple Schalldämpfer, ja, den bekomme ich erst ab Level 28. Ich hab jetzt nach einer Woche Rumspielen gerade mal Level 4 erreicht. Das dauert einfach unendlich. Ja? Oder auch hier so ganz einfache Muster. Hier. Irgendwann kann ich mir hellbraun kaufen. Mit Level 10 gibt es dann das nächste. Und mit Level 15 dann Camouflage und so weiter und so weiter. Es dauert einfach endlos lang. Theoretisch nichts dagegen, aber ich glaube, es sollte normalerweise schneller gehen, weil diese Aufträge hier normalerweise vergeben sind, die sind aber einfach nicht im Spiel. Eigentlich ist das so gedacht, dass man Aufträge, während man spielt, erledigt. Das gab es auch schon im alten Spiel. Das waren teilweise ganz bescheuerte Sachen, wie irgendwie Stoß 10-mal gegen eine Tür oder so ein Quatsch oder erledige 2 Leute auf einmal mit einer Granate und so. Simple Sachen, aber dafür hat es einfach dann Levelaufstieg etc. gegeben. Das ist hier nicht drin. Deswegen ist alles unfassbar zäh. Das muss man halt so ein bisschen gerade verkraften. Gott sei Dank bin ich zu einem Zeitpunkt gekommen, als sie das Problem mit Matchmaking schon angefasst haben. Ja, das funktioniert jetzt okayischer. Vorher ging es gar nicht, dass man mit seinen 3 Kumpels als Squad zusammen in ein Spiel kommen konnte. Und das funktioniert jetzt schon mal. Ja, ich gehe jetzt mal übrigens in den Übungsparcours, lasst euch davon nicht irritieren. Eine ähnliche Map wie diese gibt es nämlich auch im Spiel, da ist sie stockdunkel und es ist halt so angenehm, die auch mal bei Tag zu sehen, ja. Weil es einfach möglich wäre. Wir hatten auch so eine ähnliche Map hier im alten Firewall, sogar 2, die so aufgebaut waren. Und eigentlich ist es super schön zu sehen, wie hier alles aussehen könnte, mit den ganzen netten Glow- und volumetrischen Effekten. Das ist alles wirklich süß. Sie gönnen uns halt einfach nur die dunklen Maps. Und das ist tatsächlich ein bisschen eine Geschmackssache, muss ich sagen. Ja, das muss man irgendwie wollen oder nicht. Die Steuerung ist das nächste Ding, was ich mal ansprechen wollte. Na klar, haben wir jetzt die freien Hände, super, aber Firewall bedient sich eigentlich derselben Prämissen wie immer. Ja. Wenn wir irgendwas anwählen wollen, müssen wir einen Knopf drücken. Das war total cool mit dem Aim-Controller. Hier ist es jetzt immer die linke Grip-Taste. So, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn ich sage, also nachladen, drücke ich einfach nur die X-Taste und er macht das. Was ich ein bisschen problematisch finde an dieser Geschichte, während die ganze Steuerung, so wie sie ausgefuchst war in Firewall Zero Hour mit dem Aim-Controller dann super funktionierte. Man ging mit seiner Waffe so durch den Raum und wenn man zum Beispiel an eine Tür kam, ja, dann drückte man X, die öffnete sich und man hatte wieder die Waffe im Anschlag. Bei dem Firewall jetzt muss man loslassen, nicht etwa die Tür händisch öffnen, sondern wirklich einfach nur wieder einen Knopf drücken und dann die Waffe anfassen. In dem Moment hier aber, ja, wenn die Tür aufgeht und ihr macht das nicht schnell genug, dann steht da schon einer und schießt auf euch und ihr seid tot. Boom. Diese winzige Verzögerung, ich weiß nicht, ob man es schneller schafft. Ja, wenn man sich darauf konzentriert, kann man es schnell machen, aber ich fand es immer geil, die einfach direkt am Anschlag zu haben. Das finde ich eine komische Entscheidung, denn das Nachladen ist jetzt auf X. Eigentlich hätten sie auch dieses Türenöffnen von mir aus weiter auf X lassen können. Es ist ja eh nur ein Knopfdruck, ja, damit ist keinem geholfen. Dann hätte sich das nicht so ungewohnt angefühlt und man hätte vor allen Dingen das Gewehr nicht mehr loslassen müssen. Eine interessante Mechanik ist auch, wenn wir hier schießen, so, aus der Hüfte,
funktioniert fast wie immer. Und ein bisschen ungewöhnlich ist, dass sie hier so einen Anlegemodus haben. Wenn ich vorne angreife und jetzt den linken Trigger drücke, zack, dann hebt sich mein Gewehr direkt vor mein Auge und ist jetzt nicht mehr so viel bewegbar. Es ist aber viel, viel präziser, wenn ich halt konkret schießen will. Ja? Wenn ich ans andere Ende des Raums schießen will, geht das einfach viel besser. Ich mache das jetzt mal manuell. Hier ist viel, viel mehr Streuung. So, das ist also so ein Präzisionsschießmodus. Der ist auch gut, aber auch etwas Ungewöhnliches. Ne? Das hatten wir jetzt mit dem Aim-Controller so nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, in Eifer des Gefechts fällt es mir noch ziemlich schwer, dann sowas einzusetzen, weil es halt einfach ungewohnt ist. Vor allen Dingen, ich halte die Waffe hier unten, dann hebt er sie hoch. Wenn ich sie eigentlich hier habe und so mache, dann guckt er erstmal, ja, jetzt ein gutes Beispiel, jetzt guckt er hier einfach erstmal in die Tiger. Das ist etwas, das habe ich auch noch nicht nach mehreren Spielstunden final erforscht. Das ist mir immer noch nicht klar, wie das abläuft. Allerdings zerplatzt die Melonen mittlerweile, wenn man sie abschießt. Orangen allerdings nicht. Eine Geschichte, die auch sehr interessant ist mit den Granaten. Ja. Nimmt sie in die Hand und drückt einfach R2. So, und jetzt folgt dieser Strahl, den wir früher mit dem Aim-Controller gesteuert haben, eurem Blick. Das ist auf dem Papier ganz interessant, aber ehrlich gesagt, man guckt beim Werfen eigentlich auch weiter im Raum rum und hat dann einfach so aus dem Augenwinkel immer die Granate geworfen mit dem Aim-Controller. Jetzt muss man genau dahin gucken und werfen, dann landet sie auch wirklich da. In der Praxis, im Spiel, ist mir das noch nie gelungen, so eine Granate korrekt zu werfen. Muss ich ganz klar sagen, das ist echt nicht so einfach. Das Menü mit den Augen hier auszuwählen ist okay, daran habe ich mich gewöhnt. Zack. Aber die Granaten, so nett das eigentlich ist, schwierig. So, hier ist mal ein schönes Beispiel. Ja, auch hier ist jetzt richtig dunkel. Also wenn da einer in der Ecke steht, seht ihr das eigentlich erst, wenn ihr ihn anleuchtet, aber dann ist zu spät. So, ansonsten fühlen sich die Waffen nämlich eigentlich ganz gut an in Firewall Ultra. Auch wenn wir den Aim-Controller schmerzlich vermissen. Man fässt hier an und es gibt super schönes Feedback an dem adaptiven Trigger hier. Das fühlt sich einfach geil an. Der Sound und das Force-Feedback fühlt sich immer gut an. Interessant ist übrigens eine Option, wenn ihr hier bei einer Handgranate nicht R2 drückt, um sie wegzuwerfen, sondern erst den rechten Grip-Button, dann fängt die an zu kochen. Zack. Und wenn ich sie dann werfe, explodiert sie bereits. Man spürt das auch so ein bisschen in der Hand. Das fängt an so zu summen. Passt mal auf. Das ist eine ganz nette Geschichte. Geht übrigens ein Gerücht, wenn man hier 10.000 Schuss abgegeben hat im Schießstand, dann gibt es irgendeine Belohnung. Und was mir auch noch gar nicht aufgefallen ist, aber ein nettes Detail, man sieht das erst, wenn man mal schießt und hier die Patronen anguckt. Die fallen hier wirklich aus dem Ding raus, ja. Sowas ist doch nett. Also, was haben wir für einen Zustand? Eigentlich sieht alles gut aus, aber es hätte auch aussehen können wie wirklich Next Generation. Und das ist so okayisch, würde ich da mal sagen, ja. Das sah damals schon verdammt gut aus, deswegen ist das verschmerzbar. Ein bisschen hätte ich mir eigentlich wieder so einen Vorzeigetitel erhofft, was Firewall Ultra angeht. Dass sie technisch nicht immer ganz auf der Höhe waren bei bestimmten Geschichten, wie zum Beispiel Netzwerk und so, das bleibt einfach bestehen. Ja, sie arbeiten dran, aber das lief bei weitem nicht rund beim Start und jetzt fängt es langsam an zu funktionieren. Das geht viel besser. Dass es inhaltlich noch solche Schwächen hat, wie zum Beispiel, dass die Aufträge gar nicht existieren und wir einfach nur 8 Maps haben, das finde ich sehr, sehr unbeeindruckend. Ich hätte jetzt mit 16 oder wenigstens 12 Maps gerechnet beim Start. 8 sind nicht viel. Wäre aber kein Beinbruch gewesen, wenn ansonsten alles funktioniert hätte. Ein paar von den Steuerungsentscheidungen, die lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das kann man machen, wie man möchte. Wie ist denn jetzt der Stand? Muss man das jetzt haben? Es kostet immerhin 40 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist eine gute Frage. Wir sind nämlich nicht mehr alleine jetzt, wie damals auf der PlayStation VR. Wir haben jetzt Konkurrenz in Form von zum Beispiel Pavlov. Pavlov funktioniert einfach, existiert, sieht auch gut aus. Und jetzt kommt's, hat eine Menge Spielmodi, macht richtig Spaß. Man kann es sogar über Crossplay mit PC-Kollegen spielen, was auch natürlich ein Feature ist, was angenehm ist. Auch das hat einen taktischen Modus.
neben den ganzen spaßigen Modi. Also die Anzahl der Maps in Pavlov ist jetzt auch nicht überragend viel, aber eigentlich größer als die hier, fürchte ich. Das macht es ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass Firewall Ultra sich mit der Zeit wirklich zu was Netten bilden könnte. Momentan fühlt es sich aber an, als wenn wir hier noch die Beta-Version am Start haben. Und das ist für Leute, die das halt mit ihrem Geld bezahlt haben. Und das ist ein bisschen schwierig. Ein paar Sachen sind halt einfach ein bisschen outdated. Viele Leute wünschen sich ja auch händisches Nachladen hier, ja, wie in Pavlov, dass man am Gürtel fummeln muss, nachladen. Brauche ich überhaupt nicht. Ich finde es sehr geil, dass er es automatisch macht. Gerade bei so Scharfschützengewehren ist es ultra lästig, da für jeden Schuss nachzuladen. Aber das ist Geschmackssache. Das soll auch noch kommen. In einem speziellen Modus wird das dann so sein, dass man alles händisch machen kann. Ist auch gut so. Ich würde mir auch wünschen, dass man hier die Button frei belegen kann. Dann würde ich mir nämlich sämtliche Interaktionen, die jetzt auf der linken Grip-Taste sind, wieder auf X legen oder einfach auf eine andere Taste. Hier, da wo man die Lampe ausschaltet, da drüber ist auch noch eine Taste frei. Wie auch immer. Ich hätte gerne, dass man das Gewehr festhält und dann auf irgendwas guckt und mit dem interagiert. Wenn man eh nicht seine echte Hand benutzt, ist es nämlich auch total egal, welchen Knopf man dafür nimmt. Oder Sie könnten sich dafür entscheiden, dass ich wirklich die Dinge mit der linken Hand greife und bediene. Viele Leute würden das dann auch von der Immersion her lieber mögen, glaube ich. Ich frage mich also in diesem Moment, ob jetzt nur die Ehrfurcht vor dem Vorgänger dafür sorgt, dass ich mich zum Beispiel sehr mit Firewall Ultra auseinandersetze. Es gibt andere Spiele, wenn die am Start nicht so gut funktionieren und auch nicht so optisch abliefern, wie ich mir das vorstelle, dann würde ich denen gar nicht so viel Aufmerksamkeit widmen, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn man hier ein paar Runden spielt, dann hat man auch wieder dieses Firewall-Feeling. Das ist auf jeden Fall da mit dem ganzen Frust und dem ganzen Erfolgsgejubel, das dazugehört. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir geben dem mal weiter eine Chance und beobachten das. Die Entwickler haben sich aber zum Beispiel im Fall von Solaris damals wirklich auch nicht ausschließlich mit Ruhm bekleckert. Ja. Solaris haben sie auf der Quest gestartet. Die ganze PlayStation-Gemeinschaft hat auf Solaris gewartet, wie nichts Gutes. Und sie haben es dann zuerst auf der Quest released. Da hatte es auch gar kein Matchmaking, nichts. Das war fürchterlich. Und auf der Quest gibt es einfach mal, oder gab es und gibt es immer noch, wahnsinnig viele alternative Multiplayer-Shooter für jeden Geschmack. Und Solaris hat da einfach wirklich fast niemanden interessiert. Gerade wegen dem Matchmaking. Die Leute, die interessiert waren, sind relativ schnell abgesprungen. Dann war es tot. Dann kam endlich die PlayStation VR-Version, hatte immer noch kein Crossplay. Es ist auch einfach nicht viel passiert. Auch da war das Matchmaking am Anfang ein bisschen schwierig. Bum, bum, bum. Und tot. Sie haben also Solaris wirklich geschafft, zu einem Flop zu machen. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie aus dieser Erfahrung sehr viel gelernt haben. Denn Firewall Ultra macht eigentlich sehr viele Fehler, die Solaris am Anfang hatte, auch. Die Leute, die richtig Bock drauf haben, in den ersten 1-2 Wochen erstmal hart abzunerven, weil sie gar nicht miteinander spielen können, ist einfach keine gute Idee. Ich verstehe, dass es Pläne gibt, dass sowas released werden muss und dass dann sehr viel Druck entsteht, dass es fertig werden muss und so. Aber das darf dann auch alles ein bisschen transparenter kommuniziert werden. Nicht, dass die Community immer selber rausfinden muss, was da noch im Argen ist. Es wird fleißig dran gearbeitet, es wird sich viel Mühe gegeben, aber wir kennen das schon von Firewall Zero Hour. Da ist zwischendurch dann wieder mal irgendwas auch kaputt gepatcht worden, was schon funktionierte und so weiter und so weiter. Wir werden das beobachten, würde ich vorschlagen. Das hier wird ein Langzeitprojekt. In diesem Jahr sollen noch 2 neue Maps rauskommen. Finde ich auch nicht viel. Ja. Wir haben immerhin noch 4 Monate, bis das Jahr zu Ende ist. Und dann nur 2 Maps für ein Spiel, was mit so wenig Maps startet, ist wenig, sehr wenig. So, vieles klang jetzt ein bisschen düster, aber ich finde es auch okay. Also die Erwartungen, die viele von uns wahrscheinlich an Firewall Ultra hatten, werden so erstmal nicht erfüllt. Aber ich weiß, dass wiederum viele von uns auch tatsächlich trotzdem geduldig hier rumhängen und spielen und warten in den Lobbys wie immer, weil sie irgendwas spüren, was hier los ist. Irgendwas in Firewall ist geil und macht Spaß. Ja, wir hoffen alle zusammen, dass wir das eines Tages hier wieder komplett rauskitzeln und dann viele, viele lustige Stunden vor uns haben mit spannenden Gefechten. Das sollte mal ein kleiner Eindruck von mir sein. Ein bisschen kürzer als 2 Stunden, hoffe ich. Und damit bin ich erstmal draußen. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Speziell natürlich von den alten Firewall-Freaks, die jetzt hier mit der neuen Version kämpfen. Sagt mir mal, was ihr haltet. Schreibt auch mal gerne drunter, wenn ihr noch Sachen entdeckt habt, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, die ihr gut oder schlecht findet. Vielleicht
können wir ja wirklich mal ein bisschen Aufmerksamkeit von den Entwicklern bekommen, dass die da einiges beherzigen. Bis dann, Mutansen, Mo von VR, immer für euch da. Bye bye. Gibt's was Neues im VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen, also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN, hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo, ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo von VR.